Herzlich willkommen zum letzten Teil dieser Workspace-Serie innerhalb dieser Atas-Playlist. Danach geht es natürlich weiter, aber Thema Workspace ist dann fertig. Heute geht es einmal um den 1-Minuten-Chart. Ich möchte dir so ein bisschen zeigen, was du da so reinpacken kannst. Aber kurz vorweg natürlich wieder der Hinweis, bitte füge nur das hinzu mit den Informationen, die du wirklich sehen willst. Ich zeige dir hier jetzt einfach ein paar Beispiele. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in dem kurzfristigen Zeitfenster meine Trades umsetze und dort möchte ich ein bisschen cleaneren Look haben und auch nur die Informationen wahrnehmen, die mir wirklich wichtig sind für meinen Einstieg. Das heißt, wir haben alle anderen Timeframes da schon durch und wenn du mehrere Bildschirme hast, hast du es sowieso auf einem anderen Bildschirm oder in einem anderen Tab und hast deine Analyse gemacht, was auch immer. In dem kurzen Timeframe will ich nur wirklich das sehen, was jetzt gerade passiert. Und das sind zum Beispiel Orders, ja. Und nicht nur irgendwelche Orders, sondern Big Trades. Ja, das ist ein Indikator von Atas, einer meiner Lieblingsindikatoren tatsächlich, denn der zeigt dir einfach an, wo waren große Trades. In den Einstellungen kannst du auch noch verschiedene ja, Sachen einstellen, ob du das nun kumulativ oder separat sehen möchtest, also einzelne Trades, das kannst du frei entscheiden. Ich lasse gerne die kumulativen mit drinne und hier kannst du auch ein Min- und Max-Volume eintragen. Max ergibt eigentlich nicht so wirklich Sinn, aber du, wenn man es hat, ist doch auch gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier erstmal beim ES 100 mit eingetragen, damit wir hier auch so ein paar schöne Bubbles haben. Ich will den Indikator jetzt nicht so ganz erklären, das machen wir dann separat. Was der alles kann, aber für dich vielleicht einfach nur schon mal so zur Erklärung. Wenn wir so eine rote Bubble hier haben, heißt es, hier wurde ganz viel in den Bit gehandelt. Und wir wissen, okay, Bit, das hatten wir vielleicht schon mal. Das sind, glaube ich, Market Sells und ja, Buy Limits. Und die blauen hier, das sind ja die Big Trades quasi, die im Ask gehandelt worden sind, also Buy Market, ja. Und hier müssen wir immer ganz wissen, wir dürfen nicht einfach nur sagen, ja, okay, die blauen, das sind also nur Käufer und die roten sind nur Verkäufer. Nein, wir müssen immer das Zusammenspiel verstehen, ja. Rot bedeutet Sell Market Buy Limit und blau heißt Buy Market und Sell Limit. Und daraus können wir zum Beispiel mit diesem Big Trades Indikator für uns beim Einstieg nochmal Bestätigung suchen. Ja? Ich habe jetzt hier extra diesen Chart mal hier so aufgemacht, denn hier siehst du ja ein wirklich schönes Setup tatsächlich. Du siehst, wie es jetzt hier oben zum Beispiel trotz Buy Market Power von den Big Trades kein Preisfortschritt nach oben gibt. Was heißt das? Wenn viel im Ask gehandelt wird, wie hier jetzt 337 Kontrakte, 251 und so weiter, und der Preis keinen Fortschritt da oben zeigt, nun, dann sprechen wir halt von Absorption, ja. Und wenn wir vorher sogar noch mit Momentum einen Strukturbruch nach unten hatten, ja, was könnte eventuell als nächstes passieren und wie positioniere ich mich? Nun, ich versuche den Breakout nach unten. Nur wirklich ein kleines Beispiel. Bitte nicht jetzt immer so machen. Es kommt natürlich drauf an, wie ist der Kontext und so weiter. Nur damit ich es hier schon mal erklärt habe. Denn heute haben wir ein paar mehr Indikatoren, deswegen bin ich hier mal ein bisschen flotter. Also auf jeden Fall, ich möchte sehen, was fließt gerade an Orders, wo ist Stärke und wo sehe ich eventuell Absorption. Ja, das kann ich mit den Big Trades sehen. Und ja, wenn sehr viel Interaktion ist zum Beispiel, kann ich auch ebenfalls abwarten, wer kommt aus diesem, ja, Gedränge, sage ich mal, als Sieger hervor und kann auch ebenfalls hier wieder die Richtung einnehmen. Ja, dafür schon mal der Big Trades Indikator. Ich mache den hier mal einmal wieder weg. Ich füge dir jetzt noch mal einmal den Indikator von Atas ein, der sich kumulatives Volume Delta nennt. Das heißt eigentlich nur, dass pro Kerze jedes Mal geschaut wird, was für ein Delta hat man da. Delta ist ja das Ergebnis vom Ask minus Bid, also Market Buy minus Market Sell. Wurden mehr Market Buys getätigt, also mehr im Ask gehandelt, haben wir ein positives Delta, haben wir mehr im Bid gehandelt, also mehr Market Sell, haben wir ein negatives Delta. So viel zum Delta und kumulativ bedeutet einfach
auf die Session oder Periode, wie du es einstellst, hast du quasi einfach nochmal einen kompletten Verlauf und kannst damit beispielsweise auch Divergenzen handeln. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise siehst, hey, der Preis geht jetzt wirklich nur seitwärts, aber das kumulative Delta steigt, dann weißt du einfach daraus, obwohl jetzt sehr viel in den Ask gehandelt wurde, also viel Market Buys, geht der Preis nicht hoch. Ergo, irgendjemand muss auf der Gegenseite stehen, der diese Market Buys absorbiert. Denn sonst würde der Preis ja steigen. Und dann kannst du dementsprechend Absorption auch hier handeln. Du kannst auch natürlich dann das Gegenteil handeln. Ich habe dafür jetzt kein Chartbeispiel jetzt hier, aber wenn du beispielsweise siehst, dass ja, der Preis runtergeht, aber das kumulative Delta bereits hochgeht, kannst du schon sagen, alles klar, diese Preisbewegung nach unten hin ist nicht von Stärke gezeugt. Hier könnte es jetzt demnächst zu einer Erschöpfung kommen und der Preis könnte eventuell hochdrehen. Ne? Auch hier Kontext etc. Alles wichtig. Das waren jetzt tatsächlich eigentlich so die beiden Hauptindikatoren, die ich dir hier vorstellen möchte. Das letzte, was du noch mit reinnehmen kannst, ist der Footprint. Ja, ich habe hier mal so eine kleine Vorlage erstellt, damit wir uns das einfach mal anschauen können, was da drinne so zu sehen ist. Denn das kann auch jeder für sich selber so einstellen, wie er möchte. Ich zeige dir, was ich gerne sehen möchte. Ja? Also, der Footprint, wir wissen hier bereits, Bid ist auf der linken Seite und Ask ist auf der rechten Seite. Nichts anderes lasse ich mir genau hier auf der linken Seite anzeigen. Heißt, erste Zahl ist Bid, zweite Zahl ist Ask. Ich schaue persönlich aber nicht auf alle Zahlen, weil ich muss die nicht wissen und ich habe auch gar nicht ja, die Lust darauf, da konzentriert jede einzelne Zahl zu sehen, sondern die Extrem sind für mich wichtig. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier runterfallen und wir laufen ein bisschen seitwärts und ich sehe jetzt hier zum Beispiel nicht so wirklich hohe Zahlen im Bid oder im Ask und aber irgendwo unten am Doch dann schon und der Preis ja, steigt wieder, kann ich jetzt beurteilen, was ich hier sehe. Und für mich heißt es hier, trotz diesen Market Sells ist der Preis nicht, also nicht gefallen. Das heißt, hier wurde sich nochmal Buy Limit eingedeckelt und die Verkaufskraft hat nicht ausgereicht, tiefere Preise zu produzieren. Und nachdem wir jetzt hier zum Beispiel über die letzte, ja, High Volume Node, sag ich dir jetzt mal dazu, sobald wir da drüber brechen und hier sogar mit dem POC Close, ja, dann ist das ein schönes Reversal-Zeichen für mich. Nicht nur das, sondern ich lasse mir den Bid und Ask als Volumenprofil anzeigen. Du siehst hier im Hintergrund immer so blaue Balken. Das ist das Volumenprofil. Und da, wo du jetzt mehr Zahlen siehst, also 231 und 241, haben wir eine High Volume Node, genauso wie hier. 447, 216 und wir haben einen dicken blauen Balken. Dort, wo jetzt fast nichts ist und ich nehme mal repräsentativ einfach mal nur hier oben den Punkt 0 und 1. Hier hast du so gut wie gar nichts. Ja? Das heißt, ich kann auch, ohne dass ich die Zahlen lese, mit Einblick und auch von weiter außerhalb, ich sag mal so, kann ich direkt erkennen, wo die High Volume Nodes sind. Ja? Und zwar hier. Das hatten wir gerade schon in der Nähe gesehen. Hier sehen wir es jetzt einfach nochmal von weiter weg. Ich kann genauso sehen, dass das hier nur so ein Stop-Run war quasi. Hier nicht wirklich Volumen entstanden ist, kein Druck nachhaltig passiert ist. Das kann ich alles so sehen. Und wenn ich aber irgendwie nochmal ins Detail gehen möchte, kann ich immer nochmal reinzoomen und sagen, okay, was ist denn da genau passiert? Ja? Deswegen benutze ich gerne den Footprint. Auf der rechten Seite, also auf dieser Seite jetzt hier, lasse ich mir das Delta anzeigen. Delta hatten wir gerade schon das Ergebnis und zwar Bid und Ask ist dafür essentiell und wir nehmen einfach den Ask minus den Bid, das heißt die 141 minus 231 und dann kommen wir auf ein Delta von minus 90. Das heißt, als Ergebnis zu diesem Preis war ein Überhang im Bid vorhanden. Das heißt, mehr Market Sales wurden da ja durchgeführt oder ausgeführt quasi auf den Bid, aber
Wie gesagt, der Preis ist hier trotzdem nicht gefallen. Das heißt, Buy Limits haben diese Market Sales aufgesogen und ja, als Resultat haben wir dann eine Umgehung. Das sind so die 2 Elemente. Ich möchte dir gerne noch mal zeigen, wo du es einstellen kannst. Und zwar hier in den Footprint-Einstellungen kannst du es komplett frei wählen, je nachdem, welche Informationen du sehen möchtest. Wie gesagt, ich habe mich für den Bid und Ask entschieden, und zwar in dem Modus Volumenprofil. Du kannst es dir aber auch anhand zum Beispiel der vollständigen Zeile komplett anzeigen lassen, je nachdem, was du optisch magst. Willst du beispielsweise auch einen zusätzlichen Footprint haben hier an der rechten Seite wie ich jetzt, musst du einfach hier bei zusätzlicher Footprint einmal eine Checkbox anhaken und einmal aufklappen, denn hier siehst du dann die Einstellung für die rechte Seite. Das war es soweit dann auch zum Footprint und ja, eigentlich auch schon mit den Informationen von Atas selber. Selbstverständlich gibt es zig andere Alternativen, die du noch hinzufügen kannst. Ja, du kannst auch das Smart Tape zum Beispiel nehmen, wo du genau siehst, ja, wie viele Orders durchfliegen, das Death of Market, wenn du noch sehen willst, wo sind die Limit Orders. All das, also tob dich da gerne aus. Du siehst es ja, wenn du bei Indikatoren in Atas drinne bist. Es gibt insgesamt 291 Indikatoren oder halt Informationen, wenn man so möchte, die dir dann das halt widerspiegeln können, was du dann sehen möchtest. Ja, ich habe dir jetzt hier einfach mal klassische dargestellt, die ich benutze. Zusätzlich benutze ich halt meine eigenen Indikatoren, die du auch verwenden kannst, wenn du möchtest, unter einfachtraden.com. Zum Beispiel ist es der VWAP. Ja. VWAP gibt es natürlich auch in Atas. Ja, kannst du dir einfach so in den Chart legen. Bei mir habe ich es einfach nur vorgefertigt, damit ich es halt nicht mit verschiedenen Einstellungen machen muss. Aber wie gesagt, kannst du ebenfalls einfach so von Atas den VWAP nehmen, konfigurieren. Ich mag persönlich zum Beispiel den Daily London und New York und nicht nur von heute, sondern auch von gestern. Die lasse ich mir in meinem ja, kurzfristigen Timeframe ebenfalls anzeigen. Das ist so der erste Indikator. Dann je nachdem, wenn du das zum Beispiel magst, kannst du auch nochmal die Price Action analysieren lassen mit dem PAD. Ja, je nachdem, was du tradest, kannst du Fair Value Gaps, Low Volume Areas, Imbalances und so weiter. Also es gibt zig verschiedene Varianten, wie du deinen Chart zusammenstellen, ja, kannst einfach. Und ich habe für mich einfach verschiedene zusammengebaut, ja, die mir einfach helfen, ja, das zu sehen, was ich sehen möchte und das einfach ein bisschen vereinfacht. Ja. Schau dich da gerne einfach mal um auf unserer Website einfachtraden.com und wenn du Fragen hast, sag gerne Bescheid.